Der Rekord ist geknackt. Ein Forschungsteam aus Michigan hat den kleinsten Computer der Welt gebaut. Seine Kantenlänge beträgt nur, Achtung, 0,3 mm. Das ist absolut nichts. Ein Reiskorn sieht im Vergleich dazu riesig aus. Klicks um Science Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. 1, 2, 3. Herzlich willkommen. Entwickelt wurde der Mini-Computer im Rahmen eines nerdigen Duells zwischen den Ingenieuren und Ingenieurinnen von IBM und der University of Michigan. Immer wieder übertrumpfen sich die beiden beim Bau des kleinsten Computers der Welt. Doch jetzt steht tatsächlich die Frage im Raum, ob der neu entwickelte Computer überhaupt als vollwertiger Computer zählt. Der Hintergrund: von 2014 bis Anfang 2018 hielt die University of Michigan den Weltrekord für den kleinsten Computer der Welt. Der sogenannte Michigan Micro Mode war nur 2 x 2 x 4 mm klein. Dabei aber voll funktionsfähig. Nur noch mal, um seine Winzigkeit zu verdeutlichen: In einem Fingerhut würden tatsächlich fast 150 dieser Minicomputer Platz haben. Auch wenn er nicht an Strom angeschlossen war, konnte er seine Programmierung und Daten speichern. Und der Michigan Micromode gilt als vollständiges autonomes Computersystem, so die Pressemitteilung der University of Michigan. Die Anforderungen dafür erfüllt er tatsächlich in jedem Punkt. Das Computersystem muss in der Lage sein, Daten aufzunehmen, die eingegeben wurden. Zudem muss er die Fähigkeit haben, diese zu verarbeiten und zu speichern und Entscheidungen darüber treffen zu können, was als nächstes zu tun ist. Aufgebaut ist der Minicomputer in gestapelten Schichten, die untereinander kommunizieren können. Zudem enthält er eine Solarzelle, die ihn mit 20 Nanowatt versorgt und alleine durch das Auffangen des Umgebungslichtes kontinuierlich laufen kann. Im Standby-Modus verbraucht das Gerät etwa 1 Million Mal weniger Strom als ein herkömmliches Handy im Standby-Modus. Und auf seine Anwendung in verschiedenen Praxisbereichen musste der Minicomputer auch nicht lange warten. Das Michigan-Forschungsteam wurde überflutet von Anfragen. Nicht nur Schneckenfachleute zeigten sich interessiert, sondern auch Experten und Expertinnen aus dem medizinischen Bereich. Auf der Basis des Minicomputers wurden beispielsweise bereits injizierbare Sensorsysteme entwickelt, die direkt aus dem menschlichen Körper senden können. Doch dann kam im Februar 2018 der Gegenschlag von IBM. Der Durchmesser hier nur 1 x 1 mm mit mehreren 100.000 Transistoren, also elektronischen Halbleiterelementen. Wirklich krass klein, denn der IBM Mini-Rechner ist kleiner als ein grobkörniges Salzkorn. Doch seine Leistung ist für diese Größe enorm und vergleichbar mit der eines x86er PCs aus den 90er Jahren. Aber hey, die Desktop-Computer von damals waren nicht nur riesig, sondern auch unhandlich und schwer. Wirklich beeindruckend, was sich in den Jahren getan hat. Laut den IBM-Entwicklern und Entwicklerinnen soll seine Herstellung weniger als 10 Euro kosten. Und IBM hat Großes mit ihm vor. Er könnte in viele gängige Konsumgüter integriert werden und Produkte so fälschungssicher machen. Jetzt hat die University of Michigan allerdings wieder zurückgeschlagen. Ihr neu entwickelter Computer hat nur eine Kantenlänge von 0,3 mm. Und ein Reiskorn sieht im direkten Vergleich mit einem Computer aus wie ein Riese. Mit integriert Prozessoren, Photovoltaik sowie Funk, Sender und Empfänger. Er ist in der Lage, Temperaturen in Zeitintervalle umzuwandeln. Durch den Vergleich mit einem konstanten Zeitintervall kann er so die Temperatur bis auf 0,1 Grad Celsius genau bestimmen. Und man kann sich sicher schon denken, eine großartige Anwendungsmöglichkeit für den Minirechner wäre der medizinische Bereich. Er könnte beispielsweise Temperaturveränderungen in Zellgruppen messen und somit Tumore aufspüren. Denn es gibt Studien, die nahelegen, dass Krebstumore höhere Temperaturen als reguläres Gewebe aufweisen. Das müsste natürlich erst noch alles genau getestet werden. Doch zurück zu dem Computer selbst, denn da gibt es noch eine kuriose Sache zu berichten. Sowohl bei der IBM-Entwicklung als auch bei dem neuen Produkt aus Michigan sind sich Experten und Expertinnen gar nicht so sicher, ob diese beiden Minicomputer überhaupt als solche bezeichnet werden dürfen. Denn im Gegensatz zu dem Michigan Micromode verlieren sie ihre früheren Programmierungen und Daten, sobald ihnen der Strom fehlt. Dazu David Blau, ein Experte für Elektrotechnik. Wir sind nicht sicher, ob sie Computer genannt werden können oder nicht. Es ist eher so etwas wie eine Auslegungssache, ob sie tatsächlich die erforderliche Mindestfunktionalität haben. Dabei ist eine Sache dennoch ganz sicher: Durch das nerdige Duell der beiden Konkurrenten in den USA entstehen so immer neue Entwicklungen und Techniken, die uns früher oder später auch im Alltag enorm weiterhelfen könnten. Und jetzt
hier klicken. Das war nämlich eine Videopremiere auf dem englischen Clickzoom-Kanal. Den gibt es hier. Wenn ihr alle Videos auf jeden Fall zuerst sehen wollt, dann abonniert Clickzoom auf jeden Fall auch auf Englisch. Ich freue mich auf euch auch dort. Stay tuned and see you soon.